Hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Heute zeigen wir euch unsere Top 5 Highlights aus dem diesjährigen Urlaub. Viel Spaß dabei! Platz 5. Jaila. Auf über 2500 Metern auf der Hochebene liegt unser Berghaus. Dort sind wir hingefahren. Dies dauert rund 3 Stunden für ca. 80 Kilometer von der Küste hoch. Nebel und die Wolkenkränze sind immer wieder ein Erlebnis. Und die Pausen haben wir auch immer ganz gut verbracht. Bis nach Bektasch sind die Straßen einigermaßen okay, man kann gut fahren. Danach jedoch wird es eher Offroad. 20, 30, vielleicht auch 40 Stundenkilometer sind drin. Aber Spaß macht es trotzdem. So take me to the mountain, I'm ready to go up. These are badlands, these are hard times and I'm heading up. Take me to the mountain, I wanna feel that sweet relief. Wanna dance in the river, feel the water rush over me. Take me, don't forsake me, no, and take me to the mountain. There is no sorrow up there, not. Oben angekommen hat man atemberaubende Ausblicke. Im Übrigen, Strom haben wir dort nicht. Und Wasser, zumindest warmes, müssen wir uns auf dem Herd selbst warm machen. Es ist ein recht einfaches Leben, aber sehr entspannend. Can we just imagine feeling so light? But I know on that mountain our hurt will be forgotten. Yes, I know that we will be alright. So take me to the mountain, I'm ready to go up. These are badlands, these are hard times and I'm heading up. Take me to the mountain, I wanna feel that sweet relief. Wanna dance in a river, feel the
Platz 4. Der Adler. Auf dem Rückweg von unserem Bergdorf in die Stadt haben wir viele tolle Begegnungen gehabt. Aber eine ist uns in Erinnerung geblieben. Zuerst haben wir ihn nur in der Entfernung gesehen, doch dann saß er plötzlich am Wegesrand. Ein stolzer Adler. Von diesen tollen Vögeln gibt es hier einige, aber wir haben es immer nicht geschafft, sie zu filmen. Doch nun ist es uns gelungen. Platz 3. Wir gehen fischen. Einen Tag haben wir am Hafen von Boulanjak verbracht. Unsere Freunde haben dort eine kleine Hütte, sodass wir da hingefahren sind. Wir haben uns dann überlegt, aufs Meer rauszufahren und zu fischen. Doch zuerst mussten wir das Boot klar machen. Dann ging es mit dem kleinen Boot über die großen Wellen in einer wilden Fahrt ca. 2-3 Kilometer vor die Küste. Dort sollten sich ausreichend Fische tummeln. Und ein paar davon wollten wir fangen. In der Tat haben wir dann auch welche gefangen. Ein paar, sodass es für das Abendessen reichen sollte. Andere Fischerboote und Fischer sind noch länger geblieben und haben weitergefangen. Wir jedoch sind an die Küste zurückgefahren. Die Fische sollten dann ja auch noch fangfrisch zubereitet werden. Im Hafen angekommen, musste zuerst das Boot aufgeräumt werden, bevor wir dazu übergingen, die Fische fürs Braten vorzubereiten. Zuvor konnte man jedoch einen ganz tollen Sonnenuntergang beobachten. Und dann wurden die Fische professionell ausgenommen und zubereitet. Wir haben 4 große Fische und eine Menge kleiner Fische gefangen. Das sollte doch jetzt wirklich super schmecken. Und geschmeckt hat's dann auch super. Nach dem Essen waren wir jedoch müde geworden und so hatte der Tag ein wundervolles Ende gefunden. Platz 2. Unser Picknickausflug. Von unserem Berghaus auf 2500 Metern Höhe wollten wir zu einem bekannten Picknickspot bei Kurschunlu fahren. Dazu mussten wir wieder über schlechte Wege fahren.
Dort konnte man sich nur mit geringer Geschwindigkeit fortbewegen. Des Öfteren hielten wir an schönen Punkten und haben eine kleine Pause gemacht und die Natur genossen. Auf dem Weg zum Picknickspot haben wir eine Schlucht gefunden und diese von oben und unten bewundert und ausgiebig erkundet. Weiter. Der Picknickplatz rief. Dort angekommen, haben wir unser Picknick ausgepackt, gegessen und getrunken. Es ist schon sehr schön, mit Freunden solch schöne Momente erleben zu können. Aber leider ging der Tag dann zu Ende und wir mussten uns wieder auf den Heimweg in unser Berghaus machen. Und hier unser Platz 1, Ausflug zum Aksu Karagöl. Ausgangspunkt war wieder unser Berghaus auf 2500 Meter Höhe. Wir wollten noch ein wenig höher fahren und sind mit Freunden und Familie zum Aksu Karagöl gefahren. Dies ist einer von 3 Seen mit fast dem gleichen Namen. Einer davon ist oberhalb unseres Berghauses. Dort waren wir bereits einmal gewesen. Schaut euch einfach unser Video dazu an vom letzten Jahr. Heute fahren wir zum See Nummer 2. Im nächsten Jahr wahrscheinlich zum See Nummer 3. Der liegt noch ein wenig höher, aber dazu nächstes Jahr. Alleine schon die Fahrt zu diesem See hat atemberaubende Aussichten. Dieser Ausflug ist ein absolutes Highlight für uns gewesen. Weiter geht es nach oben, über viele Serpentinen und immer mit einer super Aussicht. Am See angekommen, kann man die tolle Natur genießen. Wir haben ein wenig Picknick gemacht und es uns gut gehen lassen. Einige von uns haben die Schneefelder erkundet, andere einfach nur die Natur genossen. Die Straßen zum See sind sehr staubig. Das konnten wir ganz gut an unserem Auto sehen. Aber dann war es leider wieder Zeit, zurückzufahren, denn es sollte bald dunkel werden.
Noch ein letzter Stopp und den Blick auf den Sonnenuntergang in gut 2500 Höhe genießen. Und Ateş hatte auch seinen Spaß. Das waren unsere Top 5 der besten Urlaubserlebnisse. Natürlich gab es auch viele andere tolle Dinge, aber wir müssen uns ja auf 5 beschränken. Vielen Dank fürs Zuschauen und beachtet bitte unsere einzelnen Filme zu diesen Top 5, alles zu finden auf unserem Kanal.